Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation City Manager. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Innovationskultur. Städte stehen vor einer Reihe großer Herausforderungen, die sie bewältigen müssen. Dabei reicht es nicht mehr aus, sporadisch einzelne Lösungen für bestimmte drängende Probleme zu erarbeiten. Vielmehr scheint die Etablierung einer offenen Innovationskultur vonnöten. Das heißt, die Etablierung einer dauerhaften, von der gesamten Stadtgesellschaft getragenen Innovationsorientierung. Eine tragende Rolle bei der Förderung von städtischer Innovation kommt der Verwaltung zu. Das gilt im Besonderen im Hinblick auf das Initiieren einer offenen Innovationskultur. Dabei spielt die Kommunikation mit der heterogenen Stakeholdergruppe eine zentrale Rolle. Außerdem ist das Initiieren von Innovationsräumen und Orten sowie das interne und externe Stadtmarketing von großer Bedeutung. Für Innovation ist Kommunikation eine wichtige Voraussetzung. Und für diese Kommunikation benötigen wir ein anregendes Umfeld. Die Stadtverwaltung kann diese Kommunikation fördern und den Austausch gezielt orchestrieren, indem sie kommunale Innovationsräume schafft und so zu einer offenen Innovationskultur beiträgt. Innovationsräume sind Orte, die von Menschen verschiedenster Gruppierungen und Interessen aufgesucht werden, um dort im Zusammenhang mit anderen kreative Lösungen für Problemstellungen zu finden. In den letzten Jahren haben verschiedene Raumkonzepte mit niedrigschwelligen Angeboten für die gesamte Stadtgesellschaft städtische Strukturen ergänzt und erweitert. Innovationsräume bieten Platz für gemeinsames Experimentieren und Innovieren. Dabei können sie einen Fokus setzen. Bürgerzentriert, wirtschafts- oder verwaltungsorientiert. Für eine offene Innovationskultur bietet sich eine Mischung aller 3 Fokusthemen an, um alle Bereiche der Stadtgesellschaft gleichermaßen anzusprechen. Diese Orte können multifunktional und modular gestaltet sein. So ist eine Mehrfachnutzung bestehender städtischer Einrichtungen, aber auch neu geschaffener Räume zu unterschiedlichen Zeiten möglich. Wichtig ist, dem Innovationsraum eine gewisse Autonomie zu gewähren. Dazu sollten sie mit PartnerInnen in der Umgebung vernetzt sein. Menschen aus verschiedenen Disziplinen sollten in dem Innovationsraum zusammengebracht werden. Neben der Kommunikation und Darstellung der Ergebnisse nach außen sollte eine positive Fehlerkultur etabliert werden. Auch die Kreativität sollte gefördert werden, indem ungewöhnliche Situationen außerhalb des Arbeitsalltags geschaffen werden. Neben all diesen Faktoren können Innovationsräume zur Beschleunigung von Prozessen beitragen. Wichtige externe Erfolgsfaktoren, auf die die Betreiber wenig Einfluss haben, sind eine zentrale Lage, eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie eine Mischfinanzierung. Events, Innovationsawards und Stakeholder-Dialoge sind für Städte von großer Bedeutung. Denn sie können einen wichtigen Hebel zur Förderung der urbanen Innovationskultur sein. Vorab sollte geklärt werden, was der strategische Rahmen des Events ist und wer involviert werden soll. Ob ein Event lokalen Interessen dient, kann mit 3 Kriterien beurteilt werden: dem Nutzen, der Priorität und der Souveränität. Sprich, ist die Veranstaltung für die Stadtgesellschaft von Nutzen? Behandeln wir Themen, die außerhalb des Events Priorität haben? Kann die Stadt während des Events ihre eigenen Ziele zum Ausdruck bringen? Dabei sind die Gestaltungsparameter variabel. Je nach Zielsetzung und Auswahl der Zielgruppe können Innovationswettbewerbe und der Ausarbeitungsgrad der Aufgabenstellung unterschiedlich sein. Je nach Zielsetzung und Auswahl der Zielgruppe können Innovationswettbewerbe und der Ausarbeitungsgrad der Aufgabenstellung unterschiedlich gestaltet werden. Städte können an Innovationswettbewerben teilnehmen oder sie ausrichten. Die Teilnahme von Städten an Wettbewerben kann die Innovationskraft innerhalb einer Stadt bündeln, sichtbar machen und internationale Aufmerksamkeit auf die Stadt lenken. Bei der Ausrichtung eines Wettbewerbes können Städte ihre eigenen Herausforderungen bearbeiten lassen. Die Stakeholder-Konstellation in Städten ist komplex. Denn in kommunalen Politik- und Verwaltungsprozessen sind die Beziehungen sehr vielschichtig. Gegensätzliche Interessen und Ziele treffen aufeinander. Deswegen ist die sogenannte Analyse der Stakeholder zu Beginn eines Innovationsprozesses ein wichtiger Schritt.
Denn das produktive Zusammenwirken von Stakeholdern aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft ist ein wichtiges Merkmal von Open Innovation auf Stadtebene, wobei eine aktive Mitarbeit der Stakeholder eingefordert werden sollte. Darüber hinaus sollte ein Austausch mit Stakeholdern durch alle Planungsphasen eines städtischen Projekts erfolgen. Dabei gibt es einige Maßnahmen, die einen Stakeholder-Dialog fördern. Zum Beispiel viele Stakeholder aus verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichem Hintergrund einbeziehen. Die Stakeholder sollten bereit sein, ihr Wissen zu teilen, um Gebietskämpfe zu vermeiden. Gemeinsame Treffen sollten attraktiv gestaltet sein, sowie erreichbare und klare Ziele definiert werden. Kommunikation sowie ein gutes internes und externes Stadtmarketing ist ein wichtiger Faktor für eine offene Innovationskultur. Zum einen lässt sich durch eine gute interne Darstellung eine Grundlage für gemeinsames Innovieren der Stadtgesellschaft schaffen. Zum anderen erzeugt eine gute Außendarstellung ein attraktives Bild der Stadt, das diese für Investitionen, Fachkräfte und Wissenstransfer attraktiv macht. Für die Entwicklung einer kohärenten Darstellung braucht es folgende Punkte. Die Basis stellt ein eingängiges Stadtnarrativ dar. Aus diesem Narrativ werden Kernbotschaften, Geschichten und aussagekräftige Bilder entworfen. Gemeinsam mit PartnerInnen wird ein Modell zur Verwaltung der Marke entworfen. Die Zielgruppe wird definiert und zum Ende hin Kommunikationskanäle und Aktionen bestimmt. Um eine offene Innovationskultur zu etablieren, sollten Innovationen selbstverständlich auch ein Teil der städtischen Darstellung sein. Abschließend möchten wir Ihnen 7 zentrale Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Innovationskulturen können nur gefördert werden, wenn Orte und Räume geschaffen und bespielt werden, an denen gemeinsam nachgedacht, diskutiert und ausprobiert werden kann. Innovation entsteht häufig in außeralltäglichen Zusammenhängen. Diese Zusammenhänge können durch Städte in Form von bestimmten Events und Formaten bewusst kreiert werden. Eine Möglichkeit für Städte, Innovationskraft zielgerichtet zu mobilisieren, bieten Innovationswettbewerbe und damit verknüpfte Awards. In städtischen Planungen und Projekten treffen häufig heterogene Interessen aufeinander. Damit Städte auch bei einem solchen Akteursgeflecht Innovationsvorhaben vorantreiben können, wird ein Dialog mit städtischen Stakeholdern benötigt. Ein zentraler Baustein für eine offene Innovationskultur ist die Darstellung der Stadt nach innen und außen. Zudem sollen gemeinsame Referenzpunkte geschaffen werden, auf die sich die Akteure der Stadt beziehen können, zum Beispiel Konzepte oder Strategien. Zudem sollte Irritation durch das stetige Befassen mit fremden Denkweisen ermöglicht werden. Das ist eine positive, kreative Irritation, die eine Quelle für Innovation ist. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Innovationskultur dabei waren. Schauen Sie auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation City Managerin an.